Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lagerauflösung Strausberg bei Berlin bis nach Uda in der Nähe von Göttingen Teil 2. Insgesamt habe ich jetzt 4 Fuhren, 4 Ladungen gefahren. Das Ergebnis von 3 Ladungen sieht man jetzt hinter mir, das schauen wir uns später noch an. Gestern habe ich die 4. Fuhre gemacht, die steht jetzt noch draußen auf dem Anhänger. Die schauen wir uns auch gleich an. Da habe ich gestern hauptsächlich Motoren und Getriebe verladen mit einem Mehrzweckanhänger auf Europaletten. Da bestand mein Tag gestern daraus, einmal 5 Stunden hinzufahren. Dann begann die Arbeit. Ich habe Motoren auf Europaletten geladen, habe dann zu jedem Motor möglichst noch ein Getriebe gepackt und habe das dann in Stretchfolie eingewickelt. Hier kann man das sehen. Und dann ging das mit dem Hubwagen nach draußen. Wo dann der Mehrzweckanhänger steht, und da hatte ich dann dort vor Ort, genauso wie hier, einen Hochhubwagen, mit dem man das auf den Plattformanhänger laden kann, und der hatte dann auch noch Bracken, die ich links, rechts drumherum zumachen konnte, und dann wurde das noch zusätzlich festgegurtet und dann konnte ich das transportieren. Da weiß man am Ende des Tages auf jeden Fall, was man gemacht hat, wenn man da 14 Stunden unterwegs ist, 10 Stunden Autofahrt, 4 Stunden Motoren und Getriebe auf Paletten packen, und das Anstrengendste war wirklich die in diese Stretchfolie einwickeln. Zu Stretchfolie muss ich sagen, ich kenne nichts Besseres, um Motoren oder so etwas wie Motoren und ein Getriebe, die ja nicht richtig formschlüssig liegen, auf eine Palette zu fixieren. Wenn da einer eine bessere, umweltfreundliche Alternative hat, gerne in die Kommentare damit. Ökologisch ist das natürlich nicht so toll. Die restliche Folie wird bei mir als Verpackungsmaterial natürlich weiterverwendet, und so wird es dann bei den Leuten, die Pakete empfangen, hoffentlich auch weiterverwendet, wenn die mal wieder was versenden. So kann es natürlich sein, wenn mal jemand was bei mir bestellt, dass auch irgendwie mal was in einem Pampers-Karton oder irgendwas Off-Topic-mäßiges ankommt. Nicht wundern, ich kaufe keine Kartons, sondern ich versuche ausschließlich einfach die Kartons wieder zu verwenden bei den Sachen, die ich beziehe oder die wir so in unserem alltäglichen Leben einfach bestellen. Ganz normal. Wir werden dann den Anhänger gleich mal auspacken. Gestern ist mir dann mit der Einfahrt möglich gewesen, 6 Europaletten auf den Anhänger zu packen. Eine ist im T4 gelandet. Wir gehen gleich mal gucken, was ich eigentlich jetzt schon in den ersten 3 Ladungen hier hingebracht habe. Und wir schauen uns dann natürlich, wenn ich den Anhänger ausgeladen habe und den VW-Bus, was ich gestern so an Motoren hier hinschaffen konnte und an Getriebe. Jetzt laden wir aber erstmal den Anhänger zusammen aus. Und da schaue ich mal, wie mir das jetzt gelingt, weil man kommt wirklich nicht an jede Ecke und jede Seite von der Palette so gut dran. Auch mit den Schwerlastregalen gibt es hier gleich ein kleines Hindernis, wo ich mal gucken kann, wie ich das hinbekomme. Denn man kann nicht ganz unter das Regal fahren. So eine Art Bordstein noch auf dem Fußboden ist. Aber das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Jetzt gehen wir erstmal in den Anhänger. Da habe ich natürlich nochmal einen kleinen Zeitraffer aufgenommen, um zu zeigen, wie ich alles wieder vom Anhänger runtergehievt habe. Ganze 3 Stunden hat es dann doch gedauert, bis auch das Auto leer war. Das Problem war hierbei so ein bisschen der kleine Bordstein, der unter dem Regal ist, weswegen ich den Hubwagen nicht richtig über die Regalebenen schieben konnte und dann immer alles von Hand wieder von den Gabeln runterdrücken musste ins Regal rein. Das hat am Ende doch echt gedauert und an den Kräften gezerrt. So, Anhänger ist leer, Anhänger ist abgehangen, eine Palette haben wir noch im Bus und dann ist erstmal die ganze Geschichte ausgeladen. Bin schon wieder fix und fertig. Umso einfacher war dann die letzte Palette. Da komme ich natürlich richtig gut unter das Auto. Der Motor war auch der kleinste und der leichteste. Es waren 2 Getriebe mit drauf und ich konnte alles gut abladen. Einen Tag später steigen wir hier beim Ende unseres Zeitraffers ein und gucken mal, was wir so haben. Und dann gehen wir hier einfach mal grob auf die Motoren ein. Wir haben hier hinten einen DH-Motor, 1,9 Liter. Hier ist noch ein AAZ-Motor, Automatikgetriebe. 5 weitere Motoren. Hier oben liegen zweimal 2,1 Liter, wahrscheinlich beide Motorkennung DJ. Der eine sieht schon mal recht gut aus. Da wurde schon auf jeden Fall ein bisschen Arbeit investiert, bevor der eingelagert wurde, beziehungsweise damals aus dem Bus geschlachtet wurde.
Andere ist auch trocken, aber natürlich auf jeden Fall überholungsbedürftig. Die Teile liegen teilweise über 10 Jahre im Lager drinnen. 1,9 Liter Vergaser DG-Motor. Hier unten ist noch ein vollständiger DJ-Motor mit Kabelbaum. Und hier haben wir noch einen 2 Liter Doppelvergaser luftgekühlten Motor. Leider ohne Vergaser, aber sonst ist der sehr komplett. Dann habe ich hier, das habe ich gestern nicht mehr geschafft, das habe ich eben gemacht. Ich habe ein Regal für meine Getriebe gebaut. Das sind jetzt ungefähr, also mit dem Automatikgetriebe 12 Getriebe, die am Lager sind. Hier unten stehen hauptsächlich 5-Gang-Getriebe. Hier oben sind VWT2 und ja, sind hauptsächlich VWT2-Getriebe und noch 1 oder 2 4-Gang VWT3-Getriebe. Was habe ich noch auf Lager? Wer sich für VWT3 und VWT2 Schiebetüren interessiert, es sind mehrere VWT3 Schiebetüren in unterschiedlichen Konditionen und Arten verfügbar, sowie auch VWT2 Schiebetüren. Und wenn wir schon beim Thema VWT2 sind, dann kann ich einmal hier hochschwenken. Wir haben auch noch VWT2 Heckklappen da, also bei Schiebetüren gerne melden. Sowie auch bei Vordertüren, das sind bei weitem noch nicht alle, die werden alle noch ausgelöst von ihren Türpappen und von Ausstellfenstern. Also wer Türpappen, Ausstellfenster braucht, gerne melden. Gerne natürlich auch wer Vordertüren braucht, wer graue Türpappen sucht, braune, schwarze, gerne melden. Einzelne Gepäckpfannen habe ich abzugeben. So, kommen wir allmählich hier lang. Hier sieht man den Teil einer Color Tweed Sitzbank für den hinteren Raum mit Armlehne. Und jetzt gehe ich mal hier in die dunkle Ecke. Was man hier sieht, sind hauptsächlich Sitze und Sitzbänke und sehr, sehr viele Pilotensitze ohne Armlehne, die man überholen könnte. Auch Zweiersitzbänke sind mit dazwischen. Hier sind noch weitere Sitze. Also wie gesagt, wer Bänke braucht und wer Pilotensitze braucht ohne Armlehnen, gerne melden. Ich habe auch noch welche mit Armlehnen da. Zum Überholen sind die alle. Es sind keine Tip-Top-Exemplare momentan auf Lager. Wir haben Teile für den Klimatunnel da. Wir haben natürlich jede Menge Küchenblöcke da für die helle Ausstattung, auch für Joker 1 Ausstattungen. Leider gerade keine beigen. Sitzbänke sind da. Es sind einzelne Schrankteile da. Eine Ausstattung für den VW LT Florida. Die ist hier sehr versteckt, wer sich für sowas interessiert. Und wenn dann erstmal alles hier ist, dann wird aufgeteilt, einzeln zusammengestellt, inseriert, sauber gemacht, sortiert und dann kann das alles seinen Weg gehen. Hier sind viele Sachen, die ich vorher schon hatte. Also wir haben Campingfenster da. Wenn ich mal die Kamera ein bisschen reinhalte, hier ist eine komplette Joker 1 Ausstattung. Hier ist noch eine komplette helle Ausstattung. Und hier in diesem Hucken verbergen sich noch so viele einzelne Sachen. Einzelne Sitzpolster für Zweier Sitzbänke. Hier ist noch ein Kühlschrank für ein T2, Gewürzregale, Joker 1. So, und dann kommen wir mal hier wieder zwischen raus. Und dann sind das hier ungefähr die ersten 4 Touren, die ich bisher gefahren habe. Ich weiß nicht, wie das auf den Bildmaterial rüberkommt. War auf jeden Fall jetzt schon bis hier eine große Schlepperei. Wenn man hier nochmal rumgeht, sind hier hinter dem Hochdach, was natürlich auch zu verkaufen ist, noch Kleiderschränke. Vielleicht sieht man es von hier ein bisschen besser. Hier oben ist noch jede Menge Stauraum für die nächste Ladung. Und das hier oben ist so die Ecke von Teilen, die jetzt nicht VW-Bus relevant sind. Ja, alles in allem ist hier schon jetzt ein bisschen was passiert. So, ich hoffe, man hat jetzt einen ganz guten Überblick bekommen über das, was jetzt die ersten 4 Ladungen hier hingefahren wurde. Ich freue mich richtig darauf, wenn erstmal alles hier ist, wenn die Fahrerei vorbei ist und alles ist in trockenen Tüchern. Dann kann ich nämlich loslegen und kann hier alles sortieren, kann schauen, was wird zusammen inseriert, was sind Einzelteile, gerade bei den Westfalia-Möbeln. Da kann ich Sets zusammenstellen aus ganzen Ausstattungen. Manche Teile müssen solo verkauft werden, weil dann da einfach kein Set mehr draus zusammenzustellen ist oder sowas. Oder generell natürlich weiß ich auch nicht bei allen hundertprozentig, was ist. Ich muss recherchieren, was wohin gehört, und dann wird es natürlich zu all den Sachen hier Inserate geben. Zum Teil bei eBay Kleinanzeigen, zum Teil aber auch auf der neuen Webseite von uns oder von mir, die in den nächsten Wochen auch online geht. Die hat auch echt lange gedauert. Warum? Die mache ich auch selber. Auch mit dem Shop. Es geht erstmal nur die Webseite zur Informationsgewinnung online. Aber die hat natürlich auch einen integrierten Shop, wo ich natürlich die schönsten Sachen hier aus der Halle einpflegen werde. Oder gerade die Teile, von denen ich wirklich viel auf Lager habe. Dann wie zum Beispiel sehr schöne Türpappen, ja, Westfalia Möbelteile,
Gepäckwannen, Motoren, Getriebe und so weiter. Bei eBay Kleinanzeigen ist natürlich auch immer wieder was dazwischen, aber ich möchte natürlich schon versuchen, von eBay Kleinanzeigen nicht abhängig zu sein, sondern dass dann alles über den Shop läuft und über meine Webseite. Von daher schaut immer mal rein, ob sie denn dann schon online ist, bei Instagram oder vielleicht im nächsten YouTube-Video werde ich dann auch mitteilen, wenn sie wirklich online gegangen ist. Ich arbeite mit Hochdruck dran während der ganzen Fahrerei und der ganzen Lagerei hier. Und ja, hier geht es ja nur so ein bisschen darum zu sehen, was schaffe ich hier ran, was ist so grob auf Lager. Wer natürlich was für sich schon entdeckt hat, der kann mich gerne über die gängigen Kanäle, die ich so habe, Instagram, WhatsApp, E-Mail, kontaktieren. Da freue ich mich. Hier bei YouTube ist es ein bisschen schwierig, sonst verliere ich wirklich irgendwann den Überblick. Also googelt gerne Vanu Campers und dann gibt es etliche Wege, wie ihr mir schreiben könnt. Und sehr bald gibt es eigentlich auch immer eine Antwort. Dann hoffe ich erstmal soweit, hat euch das gefallen. Der zweite Einblick in die Lagerauflösung, wie die Logistik dahinter aussieht. Lasst mir ein Däumchen, ein Like für den Algorithmus da. Abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft mehr davon sehen wollt. Ich habe wirklich Bock, noch ein bisschen was hier zu machen. Es wird auf jeden Fall einiges los sein und lasst ein Abo da, würde ich mich riesig freuen. Jeder, der irgendwie im Bereich VW-Bus unterwegs ist, wird hier bestimmt unterhaltsame Dinge für sich mitnehmen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich werde auf jeden Fall noch einen dritten Teil machen. Vielleicht wird das dann auch der letzte sein zu der Lagerauflösung. Und ansonsten hoffe ich, euch geht's gut. Ihr habt was Warmes zum Schrauben. Euer Auto hat einen trockenen Platz und ihr könnt im Winter viel für euer Projekt erledigen. Macht's gut und bis dann. Ciao.